Die Wahl des Lebenspartners ist ein sehr verantwortungsvoller Schritt, denn dieser Mensch kann die Liebe ihres Lebens oder ein wahrer Albtraum werden. Der heutige Fall handelt genau von der zweiten Variante, die zu einem wahren Wahnsinn wurde. Für eine Frau ist eine Schwangerschaft meistens eine Freude. Leider teilen nicht alle diese Ansicht. In einer solchen Situation kann die frohe Botschaft für manche zum Anlass für blutige Rache werden. Angel Ormston wurde 1975 in einem ruhigen Vorort von Mentor-on-the-Lake im US-Bundesstaat Ohio geboren. In dieser Gemeinde mit etwa 7000 Einwohnern kennen sich alle. Die Kinder der Familien verstanden sich gut und wuchsen zusammen auf. Ihr Alltag verlief sehr ähnlich. Sogar die örtliche Highschool war für die meisten Einwohner der Stadt die einzige Bildungseinrichtung. Angel war eine gesellige und lebensfrohe Frau. Am liebsten fuhr sie mit ihren Freunden mit lauter Musik durch die Gegend. Der beliebteste Treffpunkt der örtlichen Jugendlichen war ein großes Einkaufszentrum in der benachbarten größeren Stadt. Hier gab es Restaurants, Kinos und Geschäfte aller Art. Kein Wunder, dass Angel dort einen Teilzeitjob fand. Sie wurde in einem Fastfood-Restaurant angestellt. Im Sommer 1992 bereitete sie sich auf ihr letztes Schuljahr vor. Dieser Nebenjob bot ihr die Möglichkeit, Geld für ihre Ausgaben zu verdienen und etwas zu sparen, da sie aufs College gehen wollte. Angels Alltag verlief jeden Tag nach dem gleichen Muster. Vormittags arbeitete sie, nachmittags ruhte sie sich aus und verbrachte Zeit mit ihren Freunden. An einem Freitagabend, dem 31. Juli 1992, wollte die 17-jährige Angel in das Restaurant gehen, in dem sie arbeitete, um ihren Lohn zu holen und ein bisschen shoppen zu gehen. Sie versprach noch vor Ladenschluss zurück zu sein, aber sie verspätete sich stark. Ihre Mutter machte sich jedoch keine Sorgen und ging einfach schlafen, da sie davon ausging, dass Angel mit Freunden unterwegs war und später zurückkommen würde. Als die Frau jedoch am nächsten Morgen aufwachte, sah sie Angel nicht in ihrem Zimmer. Aber auch das beunruhigte sie nicht sonderlich, da ihre Tochter schon öfter bei Freunden übernachtet hatte. Es war Wochenende und Ferien, daher verdrängte die Mutter alle schlechten Gedanken. In dieser eng verbundenen Gemeinde gab es keine Kriminalität. Die jungen Leute besuchten sich gegenseitig, ohne dass Angel ihre Eltern immer darüber informierte, was ganz normal war. Die Frau wollte ihre Tochter nicht unter Druck setzen, deshalb war die Gymnasiastin in vielerlei Hinsicht frei, was aber gut zu ihrem unabhängigen Wesen passte. Ihre Jugend verlief ohne besondere Einschränkungen. Die Mutter war sehr flexibel in der Erziehung und bemühte sich, Konflikte zu schlichten. Der Vater war Fernfahrer und daher die meiste Zeit nicht zu Hause, so auch in dieser Zeit. Obwohl es bei den Ormstons keine strengen Regeln gab, nicht einmal eine Ausgangssperre, kamen der Mutter unwillkürlich beunruhigende Gedanken in den Sinn. Angel war den ganzen Samstag über weg. Als die Mutter am Sonntagmorgen aufwachte und ihre Tochter wieder nicht sah, begann sie sich Sorgen zu machen. Sie rief alle Familien an, bei denen sie sein könnte, und ihr älterer Bruder fuhr zu dem Einkaufszentrum, in dem sie arbeitete. Als der junge Mann auf dem Parkplatz ankam, wurde er sofort unruhig, denn er erkannte den Honda Civic seiner Schwester. Er ging zum Auto in der Hoffnung, Angel darin zu sehen, aber sie war nicht da. Stattdessen lagen auf dem Fahrersitz die Handtasche seiner Schwester, ihre Bürste und andere persönliche Gegenstände. Es sah beunruhigend aus, als wäre sie plötzlich aus dem Auto verschwunden. Er hoffte, sie in der Burgerbar zu treffen, wo sie nebenbei jobbte, aber man sagte ihm sofort, dass sie seit ein paar Tagen nicht mehr dort gewesen sei. Daraufhin wandte sich der junge Mann sofort an seine Mutter. Diese fuhr zum Einkaufszentrum. Die Frau wollte das Auto ihrer Tochter abholen und gleichzeitig herausfinden, was los war. Sie verdrängte weiterhin beängstigende Gedanken und hoffte, dass alles nur eine Reihe seltsamer Zufälle war. Meistens blieb Angel bei ihrer besten Freundin Stacy zu Hause. Zufälligerweise konnte die Mutter deren Familie den ganzen Tag nicht erreichen. Das beruhigte die Frau. Sie nahm an, dass Angel bei ihrer Freundin war, aber ihre Sorge wuchs allmählich. Die Mutter nahm das Auto und suchte im Einkaufszentrum nach ihrer Tochter, fand aber keine Spur von ihr. Sie war nicht da. Bekannte, die sie erreichen konnte, hatten sie seit Freitag nicht gesehen. Das Schlimmste war, dass sie bis 20 Uhr niemanden von Stacys Freundinnen erreichen konnte. Schließlich beschloss die Mutter zu handeln und meldete ihre Tochter bei der Polizei als vermisst. Obwohl sie zuletzt am 31. Juli gesehen worden war, ging Jackie erst am 2. August zur Polizei. Diese Entscheidung weckte sofort den Verdacht der Polizei. Aber die Mutter begründete die große Verzögerung damit, dass sie der Meinung war,
Man müsse 48 Stunden warten, bevor man eine Vermisstenanzeige aufgeben könne. Sie beschrieb die Vermisste ausführlich, ihren Lebenswandel und die Beziehungen, von denen sie wusste. Die Frau bestand darauf, dass sie bis zum letzten Moment nicht einmal beunruhigt gewesen sei, dass etwas passieren könnte. Am Montagmorgen gelang es schließlich, Stacy zu erreichen. Sie bestätigte die Befürchtungen und teilte mit, dass sie das ganze Wochenende bei ihrer Schwester verbracht und Angel nicht gesehen habe. Sie war schockiert, als sie hörte, dass ihre Freundin seit mehr als 2 Tagen nicht mehr aufgetaucht war. Stacy rief mehrere gemeinsame Freundinnen an, aber ohne Erfolg. Daraufhin wandte sich die Mutter erneut an die Polizei und gab neue Informationen weiter. Die örtliche Polizeidienststelle begann mit der Suche nach der Vermissten. Zunächst wurde Angels Auto gründlich untersucht, aber es gab keine Anzeichen für einen Kampf im Innenraum. Das Auto war in normalem Zustand, ohne Blutspuren, Einbruch oder Diebstahl. Nach Ansicht der Polizei hatte die Schülerin das Auto freiwillig verlassen. Angesichts ihres Alters wurde vermutet, dass sie einfach von zu Hause weggelaufen sein könnte, aber die Mutter widerlegte diese Version, da sie ein gutes Verhältnis zu ihrer Tochter hatte. Angel war nicht abhängig von illegalen Substanzen und war selbst als Teenager immer ruhig gewesen. Trotz ihrer Unabhängigkeit und ihrer Liebe zur Freiheit neigte sie nicht dazu, von zu Hause wegzulaufen. Es gab keine Anzeichen für einen solchen Vorfall. Im Gegenteil, das Mädchen schmiedete Pläne für die Zukunft, zu denen auch ein Studium an der Universität gehörte. Dafür arbeitete sie hart. Nachdem sie all dies herausgefunden hatten, vermuteten die Ermittler, dass Angel entführt worden sein könnte. Im Innenraum des Autos wurden zahlreiche Fingerabdrücke gesichert. Es waren Dutzende, aber nach einer Überprüfung stellte sich heraus, dass sie alle von Familienmitgliedern und engen Freunden stammten. Trotzdem mussten alle Personen überprüft werden, um sie von der Liste der Verdächtigen zu streichen, da es keine weiteren Hinweise gab. Die Ermittlungen begannen mit Angels Vater, einem Fernfahrer, der jedoch schnell von der Liste gestrichen wurde. Er hatte ein stichhaltiges Alibi, das sich bestätigte. Zum Zeitpunkt des Verschwindens seiner Tochter befand er sich in einem anderen Bundesstaat. Als nächste war die Mutter an der Reihe. Die Frau erregte sofort großen Verdacht, als sie sich weigerte, einen Lügendetektortest zu machen. Diese Reaktion war so unerwartet, dass sie die Aufmerksamkeit der Ermittler auf sich zog. Andere Verdächtige wurden sofort ausgeschlossen. Die Ermittlungen konzentrierten sich auf die Frau. Die Strafverfolgungsbehörden betonten, dass die Mutter lange gewartet hatte, bevor sie sich an die Polizei wandte. Die Tatsache, dass die Mutter das Auto ihrer Tochter aus dem Parkhaus holte, sobald sie von ihr erfahren hatte, weckte noch mehr Verdacht. Könnte sie dies getan haben, um mögliche Beweise zu vernichten? Die Polizei konnte die Frau nicht zu einem Lügendetektortest zwingen. Es gab auch keine materiellen Beweise gegen sie, daher setzten die Ermittler ihre Untersuchungen fort, aber von diesem Zeitpunkt an war die Mutter der Vermissten die Hauptverdächtige. Nach Angaben der Frau war der letzte Ort, an dem Angel am Abend, als sie das Haus verließ, vorbeifahren wollte, eine Burgerbar. Nach Rücksprache mit dem Personal, das an diesem Abend dort arbeitete, stellte sich jedoch heraus, dass die junge Frau an diesem Tag nicht zur Arbeit erschienen war, um ihren Lohn abzuholen. Die Ermittler nutzten die Situation und beschlossen sofort, weitere Informationen von den Kollegen der jungen Frau einzuholen. Sie schlossen die Mutter sofort als Verdächtige aus. Da die Vermisste ein gutes Verhältnis zu ihrer Familie hatte, stellten jedoch mehrere Hypothesen auf. Die interessanteste davon war der Hinweis auf einen ehemaligen Manager, der für sein unangemessenes Verhalten gegenüber weiblichen Angestellten bekannt war. Sie vermuteten, dass der junge Mann sie beim Umziehen in ihrer Arbeitskleidung beobachtet hatte. Später wurde er wegen eines Vorfalls im Zusammenhang mit sexuellen Belästigungen entlassen. Mehrere lokale Mitarbeiterinnen gaben an, dass dieser Manager sie unsittlich berührt habe. Die Polizei überprüfte den Mann und stellte fest, dass er bereits wegen unangemessenem Verhalten gegenüber Minderjährigen vorbestraft war, was ihn automatisch zum neuen Hauptverdächtigen machte. Andere Mädchen bestätigten, dass Angel ihr besondere Aufmerksamkeit schenkte. Er suchte ständig Gelegenheiten, ihr näher zu kommen, blieb mit ihr allein in der Küche und machte unangebrachte Bemerkungen über sie. Als die Ermittler diese Informationen erhielten, vergaßen sie sogar die Mutter der Vermissten. Der ehemalige Manager wurde schnell gefunden und befragt. Er bestritt jede Beteiligung an Angels Verschwinden und erklärte, sie seit ihrer gemeinsamen Arbeit nicht mehr gesehen zu haben. Der junge Mann bestand darauf, dass er sich am Tag ihres Verschwindens weit weg von ihrer Heimatstadt aufgehalten habe.
Als Alibi legte er seine Arbeitszeitnachweise vor. Das Dokument bestätigte, dass er sich an diesem Tag in einem anderen Restaurant einer Fast-Food-Kette aufgehalten hatte. Trotzdem wollte man den verdächtigen Mann nicht so schnell von der Liste streichen. Die Ermittler sprachen weiter mit Leuten an ihrem Arbeitsplatz, verhörten erneut die Mitarbeiter der Burger Bar und sogar die Geschäftsleitung. So kam ein kleines Geheimnis ans Licht, das Angel vor ihrer Familie verborgen hatte. Wie sich herausstellte, war Angel wegen systematischer Verspätungen entlassen worden. Dass sie auf dem Weg zum Restaurant war, um ihren Lohn abzuholen, stimmte zwar, aber es war ihre letzte Zahlung gewesen. Allerdings ergaben sich daraus keine neuen Hinweise, die ihr Verschwinden erklärten. Nach und nach wurden alle ihre Kollegen von der Liste der Verdächtigen gestrichen, da sie alle ein Alibi hatten. Der verdächtige Manager und sogar Angels Mutter wurden ebenfalls als unwahrscheinliche Täter eingestuft. Damit waren die Polizisten in einer Sackgasse. Auch die Befragung des engsten Umfelds der Vermissten ergab keine neuen Hinweise. Alle waren fassungslos bei dem Gedanken, dass jemand aus ihrem Freundeskreis der vermissten Frau etwas antun könnte. Angel war sanft, vertrauensvoll und mied stets jede Konfliktsituation, aber ihr gefälliger Charakter änderte nichts an der Tatsache, dass ein böswilliger Mensch ihre Naivität ausnutzen wollte, um sie in eine Falle zu locken. Es war zu viel Zeit vergangen, sodass man nun vermutete, dass Angel ums Leben gekommen war. Während dieser ganzen Zeit hatte sie sich bei niemandem gemeldet, war nirgendwo aufgetaucht und hatte ihr Geld nicht benutzt. Angesichts dieser Tatsachen begannen die Polizisten, das unmittelbare Umfeld erneut zu überprüfen, da bei solchen Verbrechen oft die engsten Vertrauten die Täter sind. Nun geriet ihre beste Freundin namens Stacy ins Visier der Ermittler. Mit ihr hatten sie bereits gesprochen, jedoch nur sehr oberflächlich. Nun dauerte das Gespräch mit ihr mehr als 4 Stunden. Von Anfang an zeigte die junge Frau große Kooperationsbereitschaft, bestritt jedoch jegliche Beteiligung. Sie wurde von der Liste der Verdächtigen gestrichen, als Stacy ein Alibi vorlegte, das bestätigt wurde. Sie hatte das gesamte Wochenende bei ihrer Schwester verbracht. Die Mädchen waren die ganze Zeit in Sichtweite voneinander, da sie gemeinsam gekocht hatten. Dann versuchten die Polizisten herauszufinden, ob sie etwas über Angels Beziehungen zu Männern wusste. Stacy bestätigte, dass ihre Freundin in letzter Zeit ihr Augenmerk auf einen jungen Mann namens Mark Sotka gerichtet hatte. Er war ein 19-jähriger Mann, der kurz vor den Ereignissen die Highschool mit Auszeichnung abgeschlossen hatte, dieselbe Schule, die auch die Mädchen besucht hatten. Laut Stacy war Angel schon lange in ihn verliebt und hoffte sogar auf eine ernsthafte Beziehung. Sie war ziemlich verschlossen, besonders gegenüber Jungs. Deshalb wusste nur Stacy von Mark, nicht einmal ihrer Mutter hatte sie davon erzählt. Bei dieser Befragung enthüllte Angel ein noch schockierenderes Geheimnis. Ihrer Meinung nach hatte Angel kurz vor ihrem Verschwinden von ihrer Schwangerschaft erfahren. Die Freundinnen hatten diese Möglichkeit mehrmals diskutiert. Angel hoffte, dass Mark sie und das Kind akzeptieren würde, wenn sie ihm von dem zukünftigen Kind erzählte, und sah darin den möglichen Beginn eines gemeinsamen Lebens. Stacy war skeptisch, aber ihre Freundin hatte sich davon überzeugt, dass sie nun mit dem Mann, den sie liebte, eine Familie gründen könne. Die Ermittler hatten es nicht eilig, mit Mark zu sprechen, sondern wollten sich zunächst vorbereiten und seine Biografie untersuchen. Allem Anschein nach war der junge Mann nicht bereit, Vater zu werden. Kurz vor Angels Verschwinden hatte er sich an der Universität eingeschrieben. Es wurde vermutet, dass Angel für ihn nur eine Sommeraffäre war, nach der er sich wieder ganz auf sein Studium konzentrieren wollte. Es konnte nichts Kompromittierendes gegen ihn gefunden werden. Der Mann hatte keine kriminelle Vergangenheit, im Gegenteil. Er hatte einen tadellosen Ruf in der Schule. Nun wurde Mark zur Polizeiwache bestellt, um mit dem jungen Mann zu sprechen. Als er zum Verhör kam, war der Junge sehr überrascht, dass er als Verdächtiger im Fall von Angels Verschwindens galt. Er bestritt jede Beteiligung daran und wies auch Stacys Aussage zurück, dass sie eine Beziehung gehabt hätten. Als er hörte, dass sie von ihm schwanger sein könnte, lachte der Junge nur und bezeichnete das alles als Erfindungen ihrer Freundinnen. Mark sagte, dass sie Anfang des Sommers tatsächlich eine kurze Affäre hatten, nur einmal zufällig Sex, danach haben sie sich nie wieder gesehen. Er konnte nichts mit Angel planen, da er zu dieser Zeit schon seit 2 Jahren mit einer anderen Frau zusammen war. Natürlich brauchte er Beweise und ein stichhaltiges Alibi, um seine Aussage zu bestätigen. Nach Angaben des jungen Mannes verließ er an diesem Tag um 17 Uhr seine Arbeit, um zu dem Einkaufszentrum zu fahren. Dort wollte er ein Geschenk für seine Geliebte kaufen und sich anschließend mit Freunden in einer Pizzeria treffen.
Die Polizei begann, die Angaben des jungen Mannes sorgfältig zu überprüfen. Er arbeitete in einem Autohaus, seine Arbeitszeit wurde durch die Arbeitszeitkarte bestätigt. Danach fanden sie eine Quittung, die den Kauf des Geschenks bestätigte. Mehrere Freunde aus seiner Clique sagten aus, dass Mark in der Pizzeria gewesen sei. All dies dauerte etwa bis 21 Uhr. Die einzige Unstimmigkeit bestand darin, dass sich einige Angestellte der Lokale, die er an diesem Abend besucht hatte, nicht an ihn erinnern konnten. Der junge Mann erklärte sich jedoch bereit, einen Lügendetektortest zu machen und tat dies ohne größere Probleme. Es konnten keine Beweise für eine Beteiligung an der Straftat gefunden werden. Mark wurde von der Liste der Verdächtigen gestrichen. Die Ermittlungen gerieten erneut ins Stocken und die Ermittler mussten zu ihren ursprünglichen Vermutungen zurückkehren, die mit einer Flucht oder Entführung zu tun hatten. Als sie herausfanden, dass Angel schwanger gewesen sein könnte, bestärkte dies die Polizei nur in ihrer Vermutung. Die Familie könnte gegen ein Kind im Alter von 17 Jahren gewesen sein, weshalb die Schülerin möglicherweise geflohen war, um mit ihrem Baby ein neues Leben allein zu beginnen. Aber auch diese Versionen brachten die Ermittler der Aufklärung des Verschwindens nicht näher. Nach einigen Wochen der Suche kam eine interessante Information herein. Einer der Häftlinge im Untersuchungsgefängnis von Lake County erzählte von einer Escort-Dame, die auf den Straßen von Cleveland arbeitete. Er bestand darauf, dass sie Angel hieß. Die Beschreibung passte sehr gut auf die Vermisste. Seinen Angaben zufolge war sie von einem bekannten Zuhälter aufgegriffen worden. Der Kriminelle war in Cleveland tätig und hatte am Rande der Stadt einen privaten Club organisiert, in den er junge Arbeiterinnen lockte. Die Frauen wurden mit kriminellen Methoden festgehalten. Der Standort wurde ausfindig gemacht und eine Razzia beschlossen. Der Hinweis des Häftlings bestätigte sich. Die Polizei stürmte das Gebäude und fand mehrere junge Frauen, darunter sogar Teenager. Viele gaben an, dass sie mit Gewalt und Drohungen festgehalten würden. Unter ihnen war eine blonde Frau namens Angel, aber sie weigerte sich, den Fragen der Strafverfolgungsbehörden zu antworten, weshalb sie zur Polizeistation gebracht wurde. Sie sah tatsächlich aus wie auf den vermissten Plakaten, hatte aber keine Ausweispapiere bei sich. Die Ermittler baten die Mutter zu kommen und ihre Tochter zu identifizieren. Für die Frau war dies eine Gelegenheit, endlich das Geheimnis des Verschwindens aufzuklären. Als sie jedoch auf der Polizeiwache ankam, wurde ihr sofort klar, dass eine andere Angel festgenommen worden war. Obwohl die Suche zu diesem Zeitpunkt erfolglos blieb, gelang es den Behörden, eine ganze Bande von Zuhältern zu überführen. Mehrere Frauen, die lange Zeit nicht gefunden werden konnten, wurden nach Hause geschickt. Dies veranlasste die Mutter zu aktiveren Maßnahmen. Die Frau war es leid zu warten und wandte sich über lokale Kanäle an die Öffentlichkeit, in der Hoffnung, Informationen zu erhalten. Die Veröffentlichung machte schnell auf das Verschwinden von Angel aufmerksam. Der Vorfall wurde bekannt und diskutiert. Die Freunde der jungen Frau schlossen sich der Suche an, ebenso wie alle, denen ihr Schicksal am Herzen lag, und verteilten Tausende von Flugblättern. Wohltätigkeitsorganisationen wurden eingeschaltet und sogar ein Fonds eingerichtet, der $10.000 als Belohnung für jeden aussetzte, der wertvolle Informationen für die Ermittlungen liefern konnte. In den folgenden Wochen gingen zahlreiche Hinweise bei der Polizei ein. Dies ergab sofort mehrere Dutzend neue Ermittlungsansätze. Die Ermittler überprüften alles sorgfältig, jedoch ohne nennenswerte Ergebnisse. Da beschloss die Familie Ormstone, einen Privatermittler zu engagieren, als Angels Vater von seiner Reise zurückkehrte. Der Mann war überzeugt, dass dies im Gegensatz zur hilflosen Polizei helfen würde, seine Tochter zu finden. Der Ermittler arbeitete hart, fand jedoch nichts Neues heraus. 3 Monate vergingen, ohne dass etwas von Angel gehört wurde. Zu diesem Zeitpunkt hatten ihre Freunde endgültig die Hoffnung aufgegeben, aber nicht ihre Mutter. Die Frau änderte sogar die Ansage auf ihrem Anrufbeantworter, in der sie sich an ihre Tochter wandte, in der Hoffnung, dass sie eines Tages anrufen würde. Sie glaubte nicht, dass ihr etwas zugestoßen sein könnte. Vor diesem Hintergrund kritisierte die ganze Stadt die Strafverfolgungsbehörden wegen mangelnder Fortschritte. Der Druck zwang sie, die vorhandenen Daten und Verdächtigen immer wieder zu überprüfen. Schließlich wurden die Ermittler auf einen Mann aufmerksam, der mit Angels bester Freundin verlobt war. Er stach aus der Menge durch sein obsessives Verlangen, herauszufinden, was mit Angel passiert war, sowie durch seine übertrieben aktive Kritik hervor. Er hieß Candle, war 11 Jahre älter als seine Verlobte und schien ein passender Verdächtiger zu sein. Trotz seines verzweifelten Interesses gab er weder den Ermittlern noch den Medien irgendwelche Informationen.
Es wurde vermutet, dass er versucht hatte, eine Beziehung zu Angel aufzubauen und zurückgewiesen worden war, was zu ihrer Entführung oder sogar Ermordung geführt haben könnte. Wie sich herausstellte, arbeitete Kendall am Tag ihres Verschwindens im Schuhgeschäft eines Einkaufszentrums. Er hatte auch ein bestätigtes Alibi, aber nach der Arbeit hätte der Verdächtige etwas tun können. Außerdem befand er sich in der Nähe. Der Mann gewährte Zugang zu seinem Auto, aber bei der Durchsuchung wurde nichts gefunden. Die Ermittlungen gerieten erneut ins Stocken. Erst am 15. Dezember 1992, 4,5 Monate nach dem Verschwinden, ging ein Einwohner der Stadt mit seinem Hund auf die Jagd. Als sie durch den Wald streiften, wurde das Tier misstrauisch und führte seinen Besitzer davon weg. Der Zeuge gelangte in die Nähe eines Entwässerungsgrabens, wo der Jäger etwas entdeckte, das in ein Laken gewickelt und mit einer Schnur zusammengebunden war. Als er genauer hinsah, erkannte er, dass eine menschliche Hand aus dem Bündel ragte. Der Mann alarmierte sofort die Polizei. Die Polizeibeamten fanden eine Leiche in einem fortgeschrittenen Verwesungszustand. Die Identifizierung gelang nur anhand von Zahnunterlagen, die bestätigten, dass es sich um die 17-jährige vermisste Angel Ormston handelte. Am 16. Dezember wurde die Familie der jungen Frau über ihren Tod informiert. Bei der Obduktion wurde eine Kopfverletzung durch einen stumpfen Gegenstand festgestellt, die jedoch im Gegensatz zu 2 Stichwunden in der Brust nicht tödlich gewesen sein dürfte. Beide wurden mit großer Wucht zugefügt und trafen das Herz, woraufhin das Opfer sehr schnell verblutete und starb. Aufgrund des Verwesungszustands war es schwierig herauszufinden, was mit ihr geschehen war, aber bei einer gründlichen Untersuchung wurden Fasern gefunden, die dem Flor eines blauen Teppichs ähnelten. Die Polizei konzentrierte sich auf die Suche nach einem Teppich in Angels Haus sowie in den Häusern ihrer Freunde und Bekannten. Einer der interessanten Orte war das Haus von Mark Sotka, von dem sie wahrscheinlich schwanger war. Zum Zeitpunkt des Mordes stand es leer, da es zum Verkauf stand. Es gab jedoch Zeugen, die Mark zusammen mit einer Frau gesehen hatten, die der Beschreibung des Opfers entsprach. Das war seltsam, da die Familie behauptete, nur die Mutter des jungen Mannes habe einen Schlüssel gehabt. Zu diesem Zeitpunkt war das Anwesen bereits verkauft, aber die neuen Eigentümer erlaubten den Ermittlern, es zu untersuchen. Die meisten Zimmer waren renoviert worden, mit Ausnahme der Kellerräume. Als die Polizisten hinuntergingen, entdeckten sie sofort einen blauen Teppich, der an die auf dem Körper des Opfers gefundenen Haare erinnerte. In der Waschküche fanden sie eine Wäscheleine, die derjenigen ähnelte, mit der der Täter die Leiche festgebunden hatte. Die Eigentümer bestätigten, dass sie ebenso wie der Teppich von den Vorbesitzern zurückgelassen worden waren. Die Gegenstände wurden zur Untersuchung mitgenommen. Die mikroskopisch kleinen Fasern und die Schnur stimmten mit den beim Mord verwendeten Gegenständen überein. Außerdem wurde im Keller ein blutiger Fingerabdruck gefunden. 5 Monate nach dem Verschwinden von Angel Ormston, am 31. Dezember 1992, wurde der 19-jährige Mark Sotka wegen Mordverdachts festgenommen. Bei seiner Festnahme behauptete der junge Mann, dass die Polizei keine Beweise gegen ihn haben könne, da er nicht derjenige sei, den sie suchten. Er weigerte sich sofort, mit den Ermittlern zu kooperieren. Daraufhin führten die Kriminalbeamten eine gründlichere Untersuchung seines Autos durch. Sie stellten fest, dass er versucht hatte, den Innenraum zu reinigen, aber trotzdem blieben einige kleine Blutstropfen zurück. Bei den Verhören gelang es, den jungen Mann dank zahlreicher Beweise zu brechen. Er gestand, etwas getan zu haben, das er als Dummheit bezeichnete. Als er gebeten wurde, eine detailliertere Beschreibung zu geben, gestand er den Mord an Angel. Nach Marks Aussage hatte er sie in dieses Haus eingeladen, um erneut Sex mit ihr zu haben, aber an diesem Abend lief alles anders als geplant. Unerwartet gestand sie ihm, dass sie schwanger sei und Mark mit Sicherheit der Vater des Kindes sei. All dies löste bei dem jungen Mann einen Anfall unkontrollierbarer Wut aus. Er verlangte eine Abtreibung, aber die Frau weigerte sich. Es kam zu einem Streit. Angel drohte ihm mit Problemen, woraufhin er ihr mehrmals ins Gesicht schlug. Die Frau fiel zu Boden. Der Mann holte aus der Garage ein Messer, kehrte in den Keller zurück und stach ihr 2-mal in die Brust. Dann fuhr er ganz ruhig zu seinen Freunden, die in einer Pizzeria saßen, unterhielt sich, lachte und scherzte, benahm sich, als wäre nichts geschehen, um sich nicht zu verraten. Als er am Abend zurückkam, wickelte er die Leiche in ein Laken, fesselte sie mit einer Wäscheleine, transportierte sie im Kofferraum seines Autos in eine waldreiche Gegend und ließ sie in einem Graben zurück. Danach kehrte Mark ins Haus zurück,
beseitigte die Spuren des Verbrechens und reinigte sein Auto. Nach 5-monatigen Ermittlungen wurde der Mörder schließlich gefasst. Nach dem Verhör wurde Mark wegen Mordes 1. Grades angeklagt. Er zeigte den Ort, an dem er das Messer, mit dem er die Verletzungen zugefügt hatte, weggeworfen hatte. Aber trotz intensiver Suche konnte es nicht gefunden werden. Allerdings hatte der junge Mann auch ohne das Messer kaum eine Chance, sich zu verteidigen. Das Motiv für den Angriff war die Schwangerschaft der Frau, die seinen Zukunftsplänen im Weg stand. Mark hatte keine Pläne mit dieser Frau, sondern wollte seine Beziehung zu einer anderen Frau fortsetzen. Im Februar 1993 bekannte sich der Angeklagte offiziell schuldig, um der damals im Bundesstaat geltenden Höchststrafe zu entgehen. Er wurde zu lebenslanger Haft verurteilt, erhielt aber sogar das Recht auf vorzeitige Entlassung nach 30 Jahren. Die Familie Ormston bemerkte, dass er auch nach der Urteilsverkündung keinerlei Reue oder Mitleid zeigte. Die völlige Empathielosigkeit des jungen Mannes erklärte, wie er es geschafft hatte, den Lügendetektor zu täuschen. Danach wurde Mark hinter Gitter gebracht. Nach 20 Jahren Haft nutzte Mark Sotka ein altes Gesetz in Ohio, nachdem er nach Verbüßung von 2/3 seiner Mindeststrafe Anspruch auf eine erste Anhörung zur vorzeitigen Haftentlassung hatte. Als sie davon erfuhren, verstärkten Angels Familie und Freunde ihre Bemühungen, um die Freilassung des jungen Mannes zu verhindern. Diese Bemühungen waren erfolgreich, seine Freilassung wurde abgelehnt. Im Juli 2023, nachdem er alle 30 Jahre verbüßt hatte, wandte er sich erneut an die Bewährungskommission, aber auch diesmal leistete die Familie des Opfers Widerstand. Mark Sotka befindet sich immer noch in Haft. Angels Angehörige wandten sich an die Medien und erklärten, dass dies für sie ein großer Sieg sei. Die Mutter betonte, dass die Ormstons alles tun würden, um den Mörder hinter Gittern zu halten und Mark Sotka niemals vergeben würden, da er sich nie für seine Tat entschuldigt oder Reue gezeigt habe, als er Angel und ihr Baby getötet habe. Danke fürs Zuschauen und passen Sie auf sich auf.